16. Juli 1918. Nikolaus Alexandrowitsch Romanow wird kaltblütig ermordet. In Russland siegt die Revolution. Der Zar muss sterben. Was ist in der Mordnacht geschehen? Ermittler finden Indizien für ein Massaker. Doch wer starb wirklich am Ort des Verbrechens? Und wo ist das verschollene Zarengold geblieben? Tod um Mitternacht. Sphinx enträtselt das Ende des letzten Zaren. Der Winterpalast in St. Petersburg. Hier lebt der Zar im Zenit seiner Macht. Als autokratischer Monarch herrscht er uneingeschränkt über Russland. Nikolaus II. Ist der reichste und mächtigste Mann der damaligen Welt. Sein Volk aber ist beseelt vom Geist der Revolution. Jekaterinburg im Ural. Die letzte Station im Leben des Zaren, der Ort seiner Verbannung. Im Keller warten die Henker auf den Zaren und seine Familie. Spuren eines grausamen Verbrechens. Fahndung in Moskau, im ehemals geheimen Staatsarchiv. Die Akte Romanow galt als verschollen, doch zahllose Dokumente bezeugen das Programm seines Untergangs. Institut für Gerichtsmedizin. Ein Gewaltverbrechen wird enthüllt. Können die Opfer identifiziert werden? London, der letzte Ort der Recherche. In der Bank von England beginnt die Suche nach dem verschollenen Zarenschatz. Gold, Geld und Geschmeide. Die Legende von einem geheimen Hort ist bis heute lebendig. Was geschah mit dem sagenhaften Erbe der Romanows? Nikolaus und Alexandra mit ihren 5 Kindern. Eine glückliche Familie, wie es scheint, beim fröhlichen Tanz auf der Zarenjacht. Kinder einer Liebesehe. 4 prächtige Töchter und der ersehnte Thronfolger Alexei sind der Mittelpunkt im Leben des Zaren. Alexei ist der Garant für das Fortleben der übermächtigen Dynastie. Der Zar von Russland ist Russland. Seit fast 150 Jahren ist der Winterpalast die offizielle Residenz der Romanows. Es war Peter der Große, der den Sitz der Zaren von Moskau nach St. Petersburg verlegte. Nach seiner Krönung hält auch Nikolaus II. Mit seiner Gemahlin Einzug in die von zahllosen Kerzen erhellten Säle. Gemächer wie aus 1001 Nacht. Im Malachit-Zimmer trifft sich das junge Herrscherpaar zum Tee, umgeben von unermesslichem Reichtum. Das wahre Vermögen des letzten Zaren ist bis heute ein Geheimnis geblieben. Diese weltberühmten Preziosen aus seinem Besitz werden in der Rüstkammer des Kreml aufbewahrt. Ostergeschenke aus der Werkstatt von Karl Fabergé im Wert von Abermillionen Mark. Die Schätze der Zaren sind Legende. Das sagenumwobene Bernsteinzimmer ist seit dem Zweiten Weltkrieg verschollen.
Mit vergoldeten Spiegeln und Edelsteineinlagen wird das 8. Weltwunder jetzt bis ins Detail wieder aufgebaut, an seinem ursprünglichen Platz im Palais von Katharina der Großen. Woher stammt der sagenumwobene Reichtum der russischen Zaren? Seit den ersten Tagen ihrer Macht ist ihre Geschichte untrennbar mit dem Verlangen nach Gold verknüpft. Die Legende vom Zarengold beginnt im Jahr 1547, als Iwan der Schreckliche zum ersten Zaren von Russland gekrönt wird. Die echte Krone, die Kappe des Monomach mit Perlenkreuz und Zobelrand. Sergei Eisenstein verfilmte sein Leben. Wahre Quellen gibt es kaum. Die ersten Insignien der Zarenmacht in der Schatzkammer des Moskauer Kreml, geschmückt mit kostbaren Edelsteinen aus dem Orient. Elfenbein aus Afrika. Nichts hätte damals edler sein können, um den Thron eines Zaren zu schmücken. Unstillbar ist sein Hunger nach Gold. Mit Iwan IV. Beginnt für das russische Volk die leidvolle Geschichte der Leibeigenschaft, Verfolgung und Verbannung. Seine Männer erobern im Jahre 1552 die Festung Kasan und öffnen den Weg nach Osten, in das sagenumwobene Goldland Sibirien. Jahre später sollte der Vorstoß in die menschenfeindliche Wildnis gelingen. Doch erst die Gesandten Peters des Großen spüren im 18. Jahrhundert die erste Goldader auf. Mit dem Bau der transsibirischen Eisenbahn unter Nikolaus II. Werden die Schätze unbegrenzt verfügbar. Zigtausende werden auf die Goldfelder längs der Lena verbannt. Tag und Nacht wird die Arbeit fortgesetzt, in der eisigen Hölle Sibiriens. In den mörderischen Lagern hausen die Menschen sogar im strengsten Winter in primitiven Hütten. Abertausende werden von Hunger, Erschöpfung und Seuchen dahingerafft. Dem Zaren aber sollte ihre Arbeit die größte Goldreserve der Welt einbringen. Scheinbar blind für das Leid seines Volkes, lebt der Zar abgeschnitten von der Realität in den Petersburger Palästen. In seiner Vorstellung ist das russische Volk dem Thron treu ergeben und frommer Garant für den Reichtum seines Landes. Seine Dynastie feiert ihr 300-jähriges Jubiläum, als sich unter den Arbeitern Widerstand regt. In den Palästen verhallt der Protest des Volkes. Der Zar vertraut auf seine von Gott verliehene Macht und seine Regierung schickt Unschuldige in die Verbannung. Doch war Nikolaus II. Tatsächlich ein Despot? Alles, was er sich wünscht, ist, die Bürde der Macht über den stillen Freuden des Familienlebens zu vergessen, schreibt ein Freund der Zarenfamilie. Doch auch dieses Glück trügt. Der Zarewitsch Alexei leidet seit seiner Geburt an der unheilbaren Bluterkrankheit. Die kleinste Verletzung kann tödlich sein. Die quälende Angst um den kranken Thronfolger führt Nikolaus und Alexandra in die Abgeschiedenheit. Der Ort ihres Rückzugs ist das Alexanderpalais im verträumten Zarskoje Selo bei St. Petersburg. Erstmals dürfen die restaurierten Räume gefilmt werden.
Kein Prunk, keine großen Empfänge. Hier finden nur noch die unerlässlichsten Zeremonien statt. Ein kleiner Kreis von Vertrauten bildet die einzige Verbindung zur Außenwelt. Die zur Schwermut neigende Zarin flüchtet sich immer tiefer in einen mystischen Glauben an Gott. Und ihre Schicksalsgläubigkeit wird zum Mittel seiner Politik. Sein Weg führt in den Untergang. Am 28. Juni 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Jene Katastrophe, die den Zaren endgültig in den Abgrund stürzen sollte. Nikolaus II. Ernennt sich zum Oberbefehlshaber der Truppen. Und der kranke, erst 10 Jahre alte Thronfolger begleitet ihn an die Front. Im 3. Kriegswinter steht Russland vor einer Hungersnot. Doch Nikolaus verkündet seinen Willen zu siegen, wie sein Briefwechsel mit Alexandra bezeugt. Der Tag ist nahe, an dem wir den Feind bezwingen werden, so der Zar. Mein süßer Liebling, ich sehne mich so nach dir. Seine Entschlossenheit trügt. In Wahrheit ist er erfüllt von Mutlosigkeit und Melancholie. In Russland eskalieren die Ereignisse. Im ganzen Land treten die Arbeiter in den Streik und rufen zum Kampf gegen den Zaren auf. Eindringlich bringt Eisenstein die Proteste in seinem Film über die Revolution zum Ausdruck. Nikolaus II. Sieht sich zur Abdankung gezwungen. Noch auf dem Weg von der Front zurück in die Hauptstadt unterzeichnet er die Urkunde. Auch im Namen des Zarewitsch verzichtet Nikolaus auf den Thron, da wir nicht wünschen, von unserem geliebten Sohn getrennt zu werden, so der Zar in seinem Manifest. Die neue provisorische Regierung schickt die Zarenfamilie in die Gefangenschaft an unbekanntem Ort. Die Reise führt in das abgelegene Tobolsk in Sibirien. Hier soll der Zar vor der Rache der Bolschewisten sicher sein. In diesem Haus werden sie untergebracht. Die Kinder des Zaren in der Verbannung. Muße nach der Arbeit im Freien. Sie könnten eine einfache Bauernfamilie sein. Die Last der Macht ist von ihm gefallen. Der Zar vertreibt sich die Zeit und sägt Holz. Sie akzeptieren alle Einschränkungen mit Gelassenheit und moralischer Größe, so der Hauslehrer Pierre Gilliard, der die Familie begleitet. Um Russland zu retten, sind sie bereit, alles zu vergeben. Noch immer ist der Zar erfüllt von einer tiefen Liebe zu seinem Land. 24. Oktober 1917. Revolutionsführer Lenin ergreift die Macht. Sturm auf den Winterpalast. Von Eisenstein am Originalschauplatz gedreht. Noch immer glaubt der Zar an die Rückkehr. Die provisorische Regierung tagt in dieser Nacht im weißen Esszimmer des Winterpalastes und wird von den Bolschewisten verhaftet. Bis heute erinnert die Uhr auf dem Kaminsims an den Zeitpunkt der revolutionären Ereignisse. Seit dieser Stunde ist das Leben der Romanows in Gefahr. Der Ex-Zar wird zum Staatsfeind erklärt. Die letzte Station ihrer Verbannung ist Jekaterinburg im Ural.
Dort werden sie zum Ipatjew-Haus gebracht, das Haus zur besonderen Verwendung, wie man es nennt. Ein hoher Palisadenzaun wird um das Haus errichtet, damit kein Fluchtweg offen bleibt. Die Fenster werden weiß getüncht. Dahinter lebt die Zarenfamilie in totaler Isolation. Der Familienschmuck ist ihr einziges Kapital in der Gefangenschaft. Als letzte Sicherheit nähen die Zarin und ihre Töchter die wertvollsten Juwelen in ihre Mieder ein. Jede Demütigung nimmt der Zar stillschweigend hin. Nur 2 Stunden täglich darf er draußen verbringen, wo er wie in einem Gefängnishof auf und ab geht. Unerträglich, so eingeschlossen zu sein, notiert Nikolaus in sein Tagebuch. Meldungen über das Schicksal des Zaren dringen in die Welt. Doch Lenin leugnet jede Gefahr, wie sein Telegramm an die Presse belegt. Ex-Zar in Sicherheit. Gerüchte sind Lügen der Kapitalisten. In London bemüht sich der Cousin des Zaren, König George V., um ein Exil der Familie im Ausland. Vergebens. Legenden kursieren über die abenteuerliche Rettung der Familie durch den britischen Geheimdienst. Eine Zarentochter soll aus dem Ipatjew-Haus befreit worden sein. Hier übernimmt Jakow Jurowski im Juli 1918 das Kommando. Er verlangt von der einstigen Zarin die Übergabe der verbliebenen Juwelen. Warum? Wohin? Schreibt sie voller Sorge in ihr Tagebuch. Der letzte Gottesdienst. Halb sind wir schon in der nächsten Welt, so Alexandra. Wir sehen mit anderen Augen. Nikolaus und Alexandra waren zutiefst religiöse Menschen. Die tragischen Ereignisse in ihrem Leben verstärkten diesen fatalistischen Glauben an die Unabwendbarkeit des Schicksals. Sie selbst hegten keine Fluchtgedanken und gaben sich ihrem Schicksal widerstandslos hin. Die letzte Seite im Tagebuch der Zarin. Karten gespielt, 15 Grad, um 10 Uhr zu Bett. Um Mitternacht werden sie in den Keller geführt, wegen Unruhen in der Stadt. Wie für ein letztes Porträt sollen sie dort gesessen haben. Wenn dieses Leben endet, treffen wir uns in einer anderen Welt wieder, steht im Tagebuch des Zaren. Keine Trennungen mehr. Endlich vereint. Grausame Spuren des Massakers. Wurden sie wirklich alle getötet? Eine Zarentochter soll noch lebendig gewesen sein, als sie aus dem Haus getragen wurde. Dieser Mann macht Jahrzehnte später eine furchtbare Entdeckung. Das Grab der Romanows? Die Schädel werden identifiziert, doch 2 Leichen fehlen. Ein Wissenschaftskrimi beginnt. Die Zarentochter Anastasia. Überlebte sie das Massaker?
2 Jahre nach der Ermordung des Zaren taucht in den Straßen von Berlin eine rätselhafte Frau auf. Anna Tschaikowski. Sie erzählt die Geschichte von ihrer wundersamen Rettung, wie in diesem Spielfilm. Als die Toten aus dem Haus getragen wurden, lebte sie noch. Ein Mann flüchtete mit ihr in einem Bauernfuhrwerk quer durch Russland. Sie behauptet, die jüngste Zarentochter Anastasia zu sein. Die Unbekannte, die in Berlin versucht hat, sich das Leben zu nehmen, erinnert sich an erstaunliche Details aus der Vergangenheit. Sie betreute während des Ersten Weltkrieges mit ihren Schwestern verwundete Soldaten. Der Spitzname eines Mannes fällt ihr sofort wieder ein, als man ihr ein Foto aus dem Lazarett zeigt. Sie selbst hatte ihn sich ausgedacht. Keine Hochstaplerin hätte sich so verblüffende Informationen aneignen können. Jahre später versuchen Wissenschaftler, die Identität der Zarentochter zu beweisen. Sie nennt sich nun Anna Anderson und ist längst zum Medienstar geworden. Die ganze Welt will wissen, wer sie ist. Selbst ihre Ohren werden mit denen von Anastasia verglichen. Die Vermessung der Ohren gilt damals als stichhaltiger Identitätsbeweis, denn ihre Anatomie bleibt von der Kindheit bis ins hohe Alter gleich. In 17 Punkten stimmen die Ohren angeblich überein. Und die Gesichter haben eine auffallende Ähnlichkeit, wie die Collagen einer deutschen Fotografin belegen. Forscher nehmen jedes Detail unter die Lupe. Denn Anna Anderson erhebt gerichtlichen Anspruch auf das sagenumwobene Erbe des letzten Zaren. Das Moskauer Staatsarchiv. In der Akte Romanow liegt auch jenes Dokument, das die Aufklärung des Massakers ermöglichen sollte. Das Protokoll des Mörders. Jakow Jurowski. Als wäre es eine Heldentat gewesen, beschreibt er jedes Detail des Verbrechens. Nach der Erschießung befahl er die Beseitigung der Leichen. Doch nicht alle waren tot. Die Kugeln waren von den Diamanten in den Miedern der Mädchen abgeprallt. Jurowskis Männer töteten sie mit Bajonetten. Sie übergossen die Gesichter der Toten mit Säure, um sie unkenntlich zu machen. So die Aufzeichnungen des Täters. Sie versuchten, die Leichen zu verbrennen, doch die noch frischen Körper fingen kein Feuer. Sie warfen die verstümmelten Toten in eine Grube. Doch aus Angst vor der Entdeckung holten sie die Leichen wieder heraus, um sie tief im sumpfigen Wald zu verscharren. Alexander Avdonin, Geologe, Ermittler im Fall Romanow. Jurowskis Bericht bringt ihn auf die richtige Spur. Avdonin ist im Besitz einer Kopie, die er vom Sohn des Kommandanten erhalten hat. In den Birkenwäldern um Jekaterinburg macht sich Avdonin auf die Suche nach dem Zarengrab. Die Lage ist im Protokoll des Mörders genau beschrieben. Im Mai 1979 macht der Geologe tatsächlich einen spektakulären Fund. Der Schädel des Zaren? Angst beschleicht den Entdecker. Noch wird die Akte Romanow geheim gehalten. Und er vergräbt die Knochen wieder.
Ich habe am Tag der Entdeckung gebetet, aber das konnte die Angst nicht besiegen. Denn zu diesem Zeitpunkt war alles konspirativ. Wir litten unter einem starken seelischen Stress. Aber wir haben diese Bürde auf uns genommen, um eine dunkle Seite unserer Geschichte zu erhellen. Erst im Juli 1991 kehrt Avdonin mit einem offiziellen Exhumierungsteam an den Ort seiner Entdeckung zurück. In dem Massengrab liegen die sterblichen Überreste von 9 Menschen. Sind es tatsächlich die Zarengebeine? Der Fund sollte zur wissenschaftlichen Weltsensation werden. Die Grabstelle heute, Blumen für die Ermordeten. Das schlichte Holzkreuz ragt wie ein Mahnmal in den Himmel. Die Schädel offenbaren Spuren der Grausamkeit. Gerichtsmediziner rekonstruieren das Verbrechen. Kugeln aus den Waffen der Mörder sind selbst in die Augenhöhle eines der Opfer eingedrungen. Erste Indizien für die vornehme Herkunft der Opfer, kunstvoll gefertigte Kronen aus Gold und Platin. Doch nur ein Gentest kann den Beweis für die wahre Identität der Ermordeten liefern. Erbmaterial von Großfürst Georgi, dem Bruder des Zaren, wird für den genetischen Vergleich herangezogen. Für die Wissenschaft wird der Sarg des Großfürsten in St. Petersburg geöffnet. Der Leichnam wird exhumiert, damit die Gewebeprobe für den genetischen Fingerabdruck entnommen werden kann. Im Labor wird das Erbmaterial der beiden Brüder analysiert. Auch die Gene der übrigen Opfer werden untersucht und verglichen. Es besteht kein Zweifel. Es handelt sich um die Zarenfamilie Romanow. Eine Blutprobe von Prinz Philipp, der in der Erblinie der Zarin steht, enthüllt das nächste Geheimnis. Auch Alexandra wird identifiziert. Doch von 2 Zarenkindern fehlt jede Spur. Noch immer ist das Schicksal der Romanows nicht vollständig geklärt. Der Zarewitsch ist nicht unter den Toten, scheint verschollen. Legenden erwachen zu neuem Leben. Fehlt sie, Anastasia? Anna Anderson hat ihr Geheimnis mit ins Grab genommen. How shall I tell you who I am? Wie kann ich Ihnen sagen, wer ich bin? Auf welche Weise? Können Sie mir das sagen? Können Sie mir wirklich beweisen, wer Sie sind? Um das Rätsel zu lösen, analysiert ein Gerichtsmediziner in Moskau die Gesichter der Zarenfamilie auf zahllosen Fotos. Er überlagert sie im Computer mit Bildern der Schädel. Sergei Abramow markiert jene anatomisch festgelegten Punkte, die genau übereinstimmen müssen, um eine Person zu identifizieren. Mit einer Videokamera filmt Abramow den Kopf des Toten aus unterschiedlichen Perspektiven. Er richtet ihn exakt aus, damit seine Position den fotografierten Gesichtern entspricht. Jeder Punkt wird im Computer exakt vermessen, jede Abweichung registriert. Mit seinem Programm will Abramow eine Antwort auf die Frage finden, welche der Zarentöchter nicht unter den Toten ist. Der Computer bringt die Wahrheit ans Licht. Die Gesichtsmerkmale von Anastasia stimmen exakt mit Schädel Nummer 6 überein. Sie ist in der Mordnacht gestorben.
Und es ist Maria, die nicht identifiziert werden kann. Auch die wahre Identität von Anna Anderson sollte geklärt werden. In einem Krankenhaus wird eine Gewebeprobe aufgefunden. Der Gentest beweist, dass sie keine Romanow ist. Wenig später wird ein Verwandter der Unbekannten ausfindig gemacht. Seine Gene bringen es an den Tag. Anna Anderson war eine polnische Fabrikarbeiterin namens Franziska Trzaskowski. Wurde die falsche Zarentochter einer Gehirnwäsche unterzogen, wie es dieser Spielfilm mit Ingrid Bergmann beschreibt? Wo haben Sie im Winter gelebt? Im Winterpalais in St. Petersburg. Richtig. Und im Frühling? Im Frühling? Ich weiß nicht mehr. Tsarskoje Selo. Tsarskoje Selo. Im Sommer? Auf Peterhof. Livadia, besonders geschätzt wegen der Seeluft. Das Jagdschloss? Spala. Wo lag das? In Polen. Übernehmen Sie wieder. Und im Baltikum? War Anna Anderson ein Opfer ihrer Hintermänner, die auf der Jagd nach dem Schatz des Zaren waren? Waggons voller Gold soll er verschickt haben. Führt die Spur in die Bank von England? In London macht sich ein Mann auf die Suche nach dem verschollenen Zarenschatz. William Clark, ehemaliger Bankmanager und Wirtschaftschef der Times. Seine Recherchen führen ihn in das Archiv der Bank von England. Fast 30 Jahre vergehen, bis man ihm endlich Einsicht in die Akten gewährt. Jahre, in denen angebliche Erben Anspruch auf den Millionennachlass des Zaren erheben. Stets aber dementiert die Bank die Existenz des Vermögens. Doch verbirgt sich hinter den Gerüchten über die Zarenkonten ein wahrer Kern? Die Korrespondenz zum Fall Anastasia Tschaikowski. Und tatsächlich findet Clark im Archiv der Bank den letzten Kontoauszug des Zaren von Russland. Der Höchststand fast 1 Milliarde Mark. Doch das Konto wurde geschlossen. Die Wahrheit ist, dass der Zar ein erhebliches Guthaben in London besaß. Er hatte es von seinem Vater geerbt. Aber der letzte Zar war ein Patriot und er persönlich wollte kein Geld im Ausland haben, während sein Land Anleihen in Paris, London und New York machte, um Eisenbahnen zu bauen. Deshalb führte er es im April 1900 nach Russland zurück. Auch Alexandra war Patriotin. Die Zarin pflegte im Krieg verwundete Soldaten. Für ihre Lazarette erhielt sie Geld aus England. Private Spenden, wie Clark vermutet. Säle für die Kranken. Selbst unter den goldenen Kronleuchtern des Winterpalastes wurden Feldbetten für die Verletzten aufgestellt. Wo aber sind die Juwelen der Zarenfamilie geblieben? Würden sich Spuren jener Schmuckstücke finden lassen, die der Mörder Jurowski beschlagnahmte? Fahndung im Moskauer Staatsarchiv. In der Akte Romanow liegt Jurowskis Juwelenliste bis heute. Nikolaus II. Hatte sein gesamtes Vermögen, Schmuck, Preziosen, Wertpapiere, zur Verwahrung in die Hände der provisorischen Regierung gegeben. Doch nach der Machtergreifung der Bolschewisten ging der Besitz des Zaren und der russischen Aristokratie in Staatseigentum über. Das Beutegut füllte ein riesiges Depot. Ein bolschewistisches Komitee katalogisierte den Schatz. Darunter die Zarenkrone und 13 Ostereier von Fabergé. Zurück nach London.
William Clark sucht nach den verschollenen Zarenjuwelen. Seine Recherchen führen ihn in das Archiv eines berühmten Auktionshauses, Christie's. Dieser Katalog belegt die Versteigerung russischer Staatsjuwelen. Vieles aus dem Diamantenfonds der Sowjetunion ist im Westen für begehrte Devisen unter den Hammer gekommen. Die Legende vom Goldhort des Zaren aber lebt fort. Einst sollen in den Tresoren der Petersburger Staatsbank Goldbarren im Wert von fast 8 Milliarden Mark gelegen haben. Und den Befehl für die Überführung von Gold an die Bank von England hat der Zar selbst mit seiner Unterschrift besiegelt. Im September 1914, 9 Wochen nach Kriegsausbruch, beginnen die geheimen Transporte. Will der Zar für die Zeit der Krise doch einen Notgroschen im Ausland anlegen? Die Sendung wird nach London gebracht. In den Tresoren der Bank von England wird das Zarengold verwahrt. Als Sicherheit für Kredite in Milliardenhöhe. Russland hat Gold, aber kein Geld. Im Ersten Weltkrieg aber sind Devisen nötig, um die kämpfenden Truppen unter Waffen zu halten. Das Geld wird buchstäblich verpulvert. Doch fast 100 Millionen Mark verbleiben in England. »70 Jahre danach dient das Geld zur Entschädigung von britischen Staatsbürgern, die ihren Besitz während der Revolution verloren haben. Ein gigantisches Vermögen, in alle Himmelsrichtungen verweht.« Das letzte Rätsel der Romanows. Kann auch das Geheimnis der verschollenen Zarenkinder, Alexei und Maria, geklärt werden? Schon bald nach der Mordnacht beginnen zarentreue Truppen mit der Suche nach den Leichen. Austretende Fäulnisgase könnten Indizien für ein Massengrab sein. Die Ermittler durchsieben den Boden und finden tatsächlich Spuren des blutigen Verbrechens. Sie stoßen auf halb verkohlte Kleider, auf zersplitterten Schmuck und auf menschliche Knochenfragmente. In einem braunen Lederkoffer werden die brisanten Fundstücke außer Landes geschafft. Projektile von Schusswaffen, ein abgerissener Finger, Beweise für die Mordnacht im Ipatjew-Haus. Doch der geheimnisvolle Koffer ist bis heute verschollen. Ein Kreuz im Birkenwald erinnert an die Fundstelle. Hier haben die Mörder vergebens versucht, die noch frischen Leichen zu verbrennen, bevor sie verschachten. Nur Alexei und Maria wurden fast vollständig von den Flammen aufgezehrt. So eine Hypothese. Wir haben an der gleichen Stelle gegraben und analoge Funde gemacht. Holzkohle, Schmuck, Knochensplitter. Alle Funde werden gegenwärtig wissenschaftlich untersucht. Und ich appelliere an die Weltöffentlichkeit, die Auffindung des Koffers zu ermöglichen, damit wir die Relikte mit unserem Material vergleichen können. Sobald unsere Expertise abgeschlossen ist, können wir sagen, ob es sich bei dem Fundort um die Grabstelle von Alexei und Maria handelt. St. Petersburg im Jahr 1998. Hinter der Fassade der einstigen Zarenresidenz werden die Vorbereitungen für ein Staatsbegräbnis getroffen.
Russland entschuldigt sich für ein blutiges Verbrechen, so der Historiker Georgi Wilimbakow. Die Zarengebeine werden in der Peter- und Paulskathedrale feierlich beigesetzt. Wir treffen uns in einer anderen Welt wieder, steht im Tagebuch des Zaren, um für alle Ewigkeit vereint zu sein. Nikolaus II. Wurde ohne Gerichtsverfahren hingerichtet. Seine Henker rissen unschuldige Kinder mit in den Tod. Was bleibt, ist die Erinnerung an einen Zaren, der an der Macht scheiterte und als Mensch am Ende siegte.